Okay, darf ich? Ja? Okay. So, hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, ich lese eure Kommentare. Eigentlich so gut wie jedes und ich versuche auch viele davon zu beantworten. Aber worum es jetzt hier eigentlich geht, ist, dass ich mitbekommen habe, dass ganz, ganz viele Leute mich fragen, wer sind eigentlich diese ganzen Menschen um uns herum und leben sie hier und wie finde ich das eigentlich? Und deswegen dachte ich mir, ich werde das mal hier in einem meiner Videos auch thematisieren. Wir haben bereits dazu ein Video gemacht auf Dennis seinem Channel, aber es scheint nicht jeder gesehen zu haben. Aber dieses Video werde ich euch auch einmal verlinken, dass ihr das angucken könnt, dass ihr mal richtig explizit sehen könnt, was die Jungs eigentlich machen, so beruflich oder wo kommen sie her und wie kommt es eigentlich, dass sie Dennis kennen oder nicht kennen oder hier leben und was auch immer. Dieses Video geht aber mehr darum, um meine Meinung oder wie sich das eben entwickelt hat oder die Leute fragen halt eben, wie ich damit umgehe und ich werde einfach meinen Alltag ein bisschen damit beschreiben, also mit den ganzen Menschen hier unter einem Dach. Die Jungs sind gerade auch ganz zufällig am Start, wie immer. Wir waren nämlich gerade bei Dennis seinem Spiel. Die hatten heute gegen Phoenix gespielt. Mein Mann hat übrigens ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Sie haben leider nicht gewonnen, dafür hat es heute nicht gereicht. Aber Dennis hat wahnsinnig gut gespielt. Und ich habe jetzt hier den Alex und den Flip schon mal da. Den anderen habe ich auch hier, der steht aber hinter der Kamera, der muss jetzt erstmal arbeiten. Alex, could you maybe do me a favor and just explain who you are, where you're from, and what you're doing here? I'm Alex from Dayton, Ohio, Jefferson Township. Yeah, I'm here just a happy guy. I was homeless. No, I was playing. Yeah, I mean, I work for Dennis. Known Dennis some years now. Yeah, I mean, I drive. I do a little bit of everything. I do a little bit of shooting with the camera. Supposed to get a 10-day contract with Houston, but not pretty sure how that went. And yeah. You're confusing my community. All right, I drive. I work for Dennis. We met in Atlanta, and yeah, I pretty much do the driving and a little bit of everything else because the other two guys that work for him don't really do too much. Okay. Thanks, Alex. Appreciate it. So the next guy over here, this is Flip. The hookah guy. This is the hookah guy, and he can explain what he doing beside hookah and who he is. I don't know if you guys watched the other introduction video we had on Dennis's channel. We was explaining all our roles and stuff. I work with our clothing brand, That's Tough. I'm currently the creative director of that, so I do a lot of design work. I also handle a lot of stuff for the family in terms of getting stuff organized and anything that Dennis needs. Anything to do with the household, anything to do with business contacts, friendships, family, whatever, I'll take care of it. So, Where you know that? And it's my cousin. Didn't I say that? You did say that. Oh, yeah, it's my cousin's family, mob ties, all that good stuff. And I'm also, you know, a full-time uncle. You know what I mean? I make sure the kids do what they're supposed to do, take their naps, all that good stuff. You get me? But yeah, man. Okay, nice. Thank you guys. Appreciate it. Yeah, thank you. So- Thank you for allowing us to be. Oh, no problem. No We're problem. gonna be famous. Yeah, No my problem. YouTube channel is coming soon. Yeah? Yeah. Oh, I'm excited. Den jungen Mann, den kennt ihr, glaube ich, bereits. Ich bin Möchtest du Dennis dich Schröder. vorstellen? Ich komme aus Braunschweig. Bin seit 9 Jahren in Amerika. I'm a basketball team owner. Play Basketball. Nein. Was ich nur zu sagen habe, Anna ist so inspirational. So inspirational. So. Ja, das ist einmal die eine Seite, aber wie gesagt, wir haben dazu ein ausführliches Video. Da könnt ihr den Link nochmal klicken. Ich weiß nicht, wo wir den eventuell einblenden können, dass ihr da wirklich auf das Video kommt, wo ihr wirklich sehen könnt, so eine kleine, ja, so einen kleinen Lebenslauf von den Jungs. Aber ich dachte, wir lassen die Jungs jetzt hier mal in Ruhe chillen. Wir gehen einmal in einen Raum, wo wir quasi noch einmal ein bisschen mehr darauf eingehen, wie sich das alles so entwickelt hat und wie ich das Ganze sehe oder wie ich das handle und wie das hier mit uns allen eigentlich wirklich super gut läuft, anders als erwartet. Anders als erwartet von den ganzen anderen Leuten. Denn da habe ich manchmal auch ganz böse Sachen gelesen. So, ich habe die Kamera jetzt mal hier mit nach oben gebracht. Der Kameramann ist natürlich auch da.
weil da unten sind jetzt die üblichen hitzigen Gespräche schon wieder zugange und deswegen haben wir gesagt, den Rest nehmen wir jetzt einmal hier oben auf. Fangen wir einmal ganz von vorne an. Und zwar, als ich Dennis kennengelernt habe, Dennis hat natürlich immer alleine gelebt in Atlanta, also quasi das, wo er seine Karriere begonnen hat. Und ja, kam aus Deutschland, hat natürlich keinen Freundeskreis oder Familie oder irgendwas gehabt, dass man sagen könnte, okay, ich wohne jetzt alleine und krieg dann mal Besuch zwischendurch von Mama oder Schwester oder keine Ahnung was. Nein, da fehlt natürlich dann irgendwas und dementsprechend hat Dennis dann gesagt, ich bringe meine eigene Familie mit und die lebt dann mit mir zusammen. Ja, dann fing das halt eben damit an, als er halt rübergegangen ist, hatte er unter anderem, glaube ich, mit einer der ersten Leute, war dann auch Joel gewesen, ne? Mit einer davon. Du und Maurice. Maurice ist der Bruder von Joel. Das sind seine Kindheitsfreunde, mit denen er aufgewachsen ist und die hat er mit rübergenommen und die waren dann sozusagen eigentlich für alles Mögliche drumherum zuständig, haben unterstützt und so weiter, damit eben A, Dennis nicht alleine ist und B, er natürlich auch Unterstützung hat. Ja, so fing das eigentlich an, dass die schon mal da waren und Alex kam irgendwann mit dazu. Wie gesagt, diese Stories von den Jungs, die seht ihr in dem anderen Video, was ich im Link mit hinzugefügt habe. Ich werde es nur mal so ganz grob umreißen. Und irgendwann kam halt Flip mit dazu, der ist halt eben sein Cousin. Der lebt dann auch schon lange, bevor er mich kennengelernt hat mit ihm. Also alle lebten mit ihm vorher schon, auch Alex. Alex allerdings hatte auch irgendwo noch gewohnt in Atlanta und war dann nicht unter einem Dach mit Dennis zu dem Zeitpunkt. Ja, so hat sich das halt irgendwann, das war irgendwann so ein eingespieltes Team und dann kam ich irgendwann mal erst mit dazu. Das war so sein letztes Jahr in Atlanta gewesen und die Situation von Anfang an kannte ich natürlich. Das war auch etwas, was Dennis ganz am Anfang thematisiert hat und meinte, ob das etwas wäre, womit ich halt umgehen könnte und alles. Und ich bin es auf jeden Fall auch gewohnt, mich mit vielen Menschen zu umgeben, da ich ja jemand bin, der seine Familie oder seine Freunde immer sehr close bei sich hat. Und meine Tage, bevor ich Dennis kennengelernt habe, liefen eigentlich immer so ab, dass nach der Arbeit oder nach der Uni, je nachdem, was ich gerade hatte, habe ich mich eigentlich schon auch darum gekümmert, dass, wenn ich nach Hause komme, meine Freunde da sind. Und das war auch immer gemixt. Also zum Beispiel meine Brüder waren auch immer mit dabei. Oder ich hatte auch eine lange Zeit zum Beispiel meine Freunde und meine Schwester bei mir. Und das war immer so, ich bin es gewohnt, mich mit vielen Menschen zu umgeben. Kann auch daran liegen, dass ich eben auch eins von 5 Kindern bin, die halt quasi zu Hause zusammen aufgewachsen sind. Ist bei Dennis nämlich auch derselbe Fall. Da waren es halt auch 5 Kinder unter einem Dach. Ja, man ist es gewohnt und irgendwie, wenn meine Freunde, meine Familie nicht da waren, dann war ich halt irgendwie einsam. Und als ich dann halt hier war und das war einfach auch so ein mega guter Vibe, weil ich einfach von Anfang an mich mit allen super verstanden habe. Ja, es hat alles von Anfang an super gepasst, hat alles super harmoniert. Ich hatte die erste Zeit, als ich dann quasi mit Dennis zusammengezogen bin, war nur Maurice da gewesen, aber eben auch nur für eine ganz kurze Zeit. Und dann war ich tatsächlich ganz alleine mit Dennis, weil Dennis sich, als ich schwanger wurde, wir sind nach OKC gezogen. Bevor wir nach OKC gegangen sind, bin ich bereits schwanger gewesen. Und das war sozusagen unser erstes gemeinsames Haus von mir und Dennis. Das war das in Oklahoma City, als er bei den Thunders angefangen hatte. Und da war Maurice für 2 Monate bei uns und alle anderen hat Dennis aber allerdings in einem Apartment bei uns in der Nähe sozusagen untergebracht. Das heißt, dann haben halt Flip und Alex in einem Apartment gelebt. Joel hat in Deutschland gelebt. Und Maurice hat 2 Monate lang bei uns gelebt. So sah die Konstellation ganz am Anfang aus. Weil Dennis war zu dem Zeitpunkt der Meinung, okay, ich habe jetzt eine Frau, ich habe jetzt ein Kind auf dem Weg, wir sind jetzt alleine. Das war okay, aber ich war halt eben sehr, sehr viel alleine. Und ich bin das erste Mal quasi in Amerika gewesen, mehr oder weniger. Ich hatte natürlich 0 Freunde, keine Familie. Das war halt sehr einsam für mich gewesen und Dennis war halt viel unterwegs, eben wie das halt so ist in seinem Lifestyle. Und ja, mir hat einfach, glaube ich, irgendjemand gefehlt. Sodass, als wir dann die zweite Saison begonnen haben, wir ein anderes Haus gesucht haben, nämlich eins, wo wir dann auch alle anderen mit unterbringen konnten. Das war, ich weiß auch noch ganz genau, da hat Dennis mich nämlich auch gefragt, Ellen, wie sieht's aus? Wie ist es dir lieber? Möchtest du lieber, dass wir alle unter einem Dach leben oder möchtest du, dass ich die anderen halt quasi irgendwo ganz in der Nähe einquartiere? Dass sie halt eben auch da sind in der Nähe, aber eben halt nicht mit uns leben. Und ich brauche das aber, Menschen um mich herum zu haben. Dementsprechend war mir das auch wirklich schon lieber, dass sie halt mit uns zusammenleben, weil ich war halt wirklich immer ganz auf mich alleine gestellt und das dann halt auch so 24/7 niemanden zum Sprechen haben. Natürlich kann man FaceTime und keine Ahnung was mit Freunden und Familien, aber wir hatten natürlich auch
immer, weiß ich nicht, ich glaube, es waren damals 8 Stunden von Oklahoma nach Deutschland, 8 Stunden Zeitverschiebung. So kriegt mal jemand zu der richtigen Uhrzeit ans Telefon und das ist dann natürlich schön, wenn dann einfach andere Leute da sind. Und es hat sich auch einfach so, ja, das hat sich einfach so nach einer Zeit auch alles wieder so eingespielt und das war dann auch einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, als wir nach LA gingen, war halt wieder die Frage, wollen wir alle zusammenleben oder sollen die irgendwo in der Nähe leben? Und dann habe ich gesagt, nee, also es ist mir wirklich lieber, wenn sie halt einfach da sind. Denn ich hätte es dann auch wirklich vermisst, die vielen Abende, die wir einfach immer so in der Küche sitzen und einfach über Gott und die Welt diskutieren und dann auch manchmal, ja, weiß ich nicht, uns Ratschläge einholen oder Probleme besprechen oder also wirklich auch mal was Tiefgründigeres oder einfach füreinander da sind oder dass man, wenn man alle zusammen als Familie Mittag isst oder Frühstück, das sind einfach so Sachen, die möchte ich halt eigentlich momentan zumindest nicht missen müssen und viele fragen mich, ob ich damit denn klarkomme, ob ich das so akzeptieren kann. Ja, es ist eine Entscheidung gewesen, die ich unter anderem halt auch getroffen habe, weil Dennis mich natürlich gefragt hat nach meiner Meinung. Ey, so und so lebe ich, aber wenn es nicht passt, machen wir es halt anders. Ja, eine der weiteren Fragen war, wie läuft das dann mit der Privatsphäre ab? Wir haben selbstverständlich, jeder hat sein eigenes Reich, jeder hat seinen eigenen Raum, sein eigenes Zimmer. Wir haben alle Türen, die wir zumachen können. Da hatten wir jetzt bisher noch nie Probleme gehabt. Dann war die Frage auch da, wie wir das halt machen, wenn die Männer mal Frauenbesuch haben. Das wird ein Geheimnis bleiben. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Privatsphäre der Männer eingreifen, aber auch dafür gibt es Lösungen und Regeln. Natürlich wollen wir nicht jeden Tag vor unseren Kindern irgendwie andere Frauen rumhüpfen haben, aber wir haben hier wirklich 3 sehr anständige Männer im Haus leben. Dementsprechend war das nie ein Problem. Also es war nie irgendetwas, was wir irgendwie thematisieren mussten, großartig, denn es alles logisch denkende Menschen hier und deswegen funktioniert das super. Und wenn bei uns die Tür zugeht, dann ist die Tür zu und dann hat man halt seine Privatsphäre. Und ja, die Häuser sind auch immer recht weitläufig, also die Leute sind hier verteilt unter anderem, die einen auf der einen Etage und wir halt eben auf einer anderen und das ist also überhaupt kein Problem. Also da sind wir noch nie irgendwie, nee, wir haben da noch nie irgendein Problem gehabt, worüber man sprechen musste oder wo man sich gedacht hat, oh, wäre das mal anders oder so, wäre besser. Nee, alles super so. Ja, nochmal dazu, weshalb es mir so wichtig ist, dass eben all diese Menschen hier sind. Ja, ich bin sehr viel allein und ja, ich bin happy, wenn ich dann quasi meine Familie, die halt eben, das hier ist auch eben die Familie, mit der ich zusammenlebe, halt eben da ist, wenn mein Mann nicht da ist, wenn ich irgendwas brauche oder irgendwo hin muss. Ich habe 2 kleine Kinder und ich habe hier niemand anders. Ich habe keine Tante, keine Mama, keine Freundin, niemanden, wo ich mal sagen kann, ey, kannst du mir ganz kurz mal helfen oder kommst du mal rüber oder irgendwas. Nein, ich bin alleine. Oder eben die Jungs sind hier. Deswegen ist das, denke ich mal, wäre das nicht eigentlich für jeden dann die bessere Wahl? Das frage ich mich gerade. Ich habe schon viel zu viel geredet, ne? Viel Spaß beim Schneiden. Nein, aber das waren einfach Dinge, die haben mir so auf der Seele gebrannt. Ich wollte das mal loswerden, weil ich habe das Gefühl, das war so eine mit der häufigsten Fragen, die halt immer wieder so aufgekommen sind. Und ich dachte mir so, ach, machst du mal dazu ein Video? Nein, wir sind happy so. Und wir sind gerne alle zusammen. Und jeder von uns hatte die Wahl gehabt und die hat darüber gesprochen, wer sich sein Leben vorstellt. Irgendwo separat oder halt eben alle zusammen. Und wir haben alle einstimmig entschieden, dass wir unter einem Dach leben wollen. Und wenn jemand mal heiratet oder eine Partnerin hat oder keine Ahnung was, dann wird man nach einer neuen Lösung suchen müssen. Oder sie wollen mit uns auch unter einem Dach leben. Wer weiß das schon. Ja, so viel dazu. Aber nach wie vor, ich bin auf eure Kommentare und Wünsche eingegangen. Deshalb kommentiert bitte weiter, weil ihr helft mir damit auch ungemein, mich dazu zu entscheiden, was mein nächstes Video wird. Ich möchte natürlich euch nur Sachen zeigen, die euch interessieren. Dementsprechend dieses Video hier. Ich freue mich über Kommentare, Likes, über jeden, der mich abonniert. Ich bin wahnsinnig happy, wie sich das alles hier entwickelt hat. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und schaltet einfach beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin.